Bei der Hi-Hat-Figur tendieren die meisten Schlagzeuger, mich eingenommen, ohne groß darüber nachzudenken, zu achteln. Und daran ist im Prinzip auch nichts falsch. Wenn du den ganzen Tag lang Radio hörst, wirst du diese Hi-Hat-Figur in mindestens 99% aller Songs hören. Aber hör dir mal an, welchen Effekt du mit anderen Hi-Hat-Figuren erzielen könntest. Also hier hast du auf jeden Fall noch einige interessante Optionen, die es sich lohnt, ganz bewusst auszuprobieren, um dann im Einzelfall entscheiden zu können, was am besten für den Groove klingt. Aber um dazu in der Lage zu sein, musst du das natürlich erstmal üben. Denn ich wette, selbst wenn du die Bassdrum-Figur nimmst, die du mit Abstand am besten spielen kannst, ist hier mindestens eine Hi-Hat-Figur dabei, mit der diese Bassdrum-Figur dann auf einmal doch nicht mehr so einfach zu spielen ist. Und genau da kommt diese erste, grundlegendste Groove-Unabhängigkeitsübung ins Spiel. Durch diese Übung lernst du zum einen die Feelings kennen, die durch diese verschiedenen Hi-Hat-Figuren vermittelt werden. Außerdem lernst du natürlich auch die Unabhängigkeit zwischen Bassdrum und diesen Hi-Hat-Figuren bzw. deiner rechten Hand und kommst als Bonus sehr wahrscheinlich noch auf sehr viele neue Ideen für deine Grooves. Die Übung besteht nun darin, alle 7 Hi-Hat-Figuren mit allen Bassdrum-Figuren, die auf dem Zettel stehen, zu kombinieren. Das Ziel ist, dass du alle Bassdrum-Figuren hintereinander weg für mindestens 10 Takte auf allen Geschwindigkeiten spielen kannst. Bei manchen klappt es vielleicht sofort, andere musst du erstmal ohne Metronom so weit üben, bis du sie überhaupt spielen kannst. Und du solltest dich hier auch nicht bescheißen. Wenn es eine Kombination gibt, die noch nicht so gut klappt wie alle anderen, dann beschäftige dich eben länger mit ihr. Denn in den nächsten Videos wird es nicht einfacher. Vor allem dann nicht, wenn du schon die Hi-Hat-Figuren nicht sauber spielen kannst. Versuche darauf zu achten, dass du jede Hi-Hat-Figur wirklich so lange übst, bis sie sich absolut sicher anfühlt. Achte außerdem darauf, dass du sauber spielst, also dass gewisse Bassdrum-Schläge wirklich gleichzeitig mit den Hi-Hat-Schlägen gespielt werden. Das ist bei gewissen Kombinationen und vor allem in höheren Geschwindigkeiten gar nicht so einfach. Und zu guter Letzt achte auf deine Technik. Es kann durchaus sein, dass du hier an deine Grenzen stößt. Vor allem die einhändigen Sechzehntel auf 100 BPM bzw. die beiden durchbrochenen Sechzehntelfiguren auf 120 BPM sind echt anspruchsvoll. Also hier kann es sein, dass du dich vielleicht noch mal ein bisschen mit deiner Handtechnik oder deiner Stockhaltung auseinandersetzen musst und dir eventuell auch eine neue Technik wie zum Beispiel Push-Pull drauf schaffen musst. Und damit du die komplette Übung einmal als Referenz in diesem Video hast, falls du mal nicht weiterkommst, spiele ich dir jetzt alle Kombinationen vor. Allerdings immer nur jeweils 2 Takte, sonst würde das Video viel zu lang werden.